Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Wir haben uns ja jetzt länger nicht im Video gesehen, weil ich entweder das Video mit Voice-Over oder nur mit Musik gemacht habe. Und ich war der Meinung, auch wenn ich hier schon sehr viel Materialien habe, dass ich gerne auch mal etwas Neues haben möchte. Normalerweise würde ich dazu in einen der großen Künstlershops fahren und diesmal habe ich aber aufgrund der Gegebenheiten darauf verzichtet und habe mir deshalb etwas bestellt. Den werden wir jetzt gemeinsam auspacken, weil ich hoffe, dass du gleich dabei bist. Okay, wir sehen uns. Ich habe vorher schon mal die Etiketten abgemacht und versuche jetzt möglichst wenig mit Verletzung diesen Karton zu öffnen. Sollte mir aber eigentlich liegen. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Natürlich erstmal professionell verpackt. So ähnlich erwarte ich das tatsächlich auch. Und dann hier Farben, die ich schon immer mal gerne haben wollte. Das ist jetzt eine der Perlfarben, das Perlgrün. Dann gibt es hier auch von Amsterdam das Payne's Grey. Ich bin schon ganz gespannt, wie das bei Amsterdam aussieht, weil bisher kenne ich das ja nur von Golden. Wo ist es denn? Das ist ja hier sehr flüssig und das ist so leicht bläulich, wenn man es aufträgt. Ja, und dann finde ich Rosatöne auch immer sehr schön, wenn sie akzentuiert in den Bildern auftauchen. Und deswegen habe ich mir das auch noch bestellt. Ja, was haben wir dann? Also, ich glaube, ich packe das erstmal so aus und zeige es euch dann. Und stelle jetzt erstmal den Karton beiseite. So, das nächste, was jetzt da drin war, waren die High Flow Acrylics von Golden. Und auch hier dieses Green Gold liebe ich ja sehr und das Fluoreszent Pink ist auch eins meiner Favoriten. Und da bin ich also echt gespannt, was ich hiermit alles anstellen kann. Und weil mir das ja, an Farben noch nicht ganz gereicht hat, habe ich mir diese hier auch noch dazu bestellt und weiß noch nicht so genau, ob die ähnlich sind von den Fließeigenschaften wie diese hier, die ich bereits besitze, oder ob die noch ganz anders reagieren. Aber das werden wir herausfinden. Dann, ich mache das mal eben auf. Das sieht jetzt irgendwie ja vielleicht gar nicht so spannend aus, aber ich hatte das im Internet gesehen, wenn man das aufträgt, dass das also ganz unterschiedliche Farbnuancen annehmen kann. Und da bin ich mal sehr gespannt. Im Moment sieht es aus, als wäre es ein dunkleres Braun. Und es ist hier Kupfer tatsächlich. Ich besitze Gold und Silber. Und ja, bislang hatte ich eben nie alle drei Farben, wenn man so will. Und deshalb wollte ich gerne auch Kupfer haben, um das auszuprobieren. Mal eben sortieren. Auch schon. Ja, und dann hat mich das hier sehr fasziniert. Das sind so kleine Flakes, die in einem Gel
sitzen und dann aufgetragen werden. Und ich bin der Meinung, dieses Gel trocknet also transparent ab. Ich glaube, dass das hier noch mit einer Schutzfolie versehen ist. Genau, also ist im Moment noch versiegelt. Das gucken wir uns dann auch mal an, weil ich mir vorstellen kann, dass ich in einem der nächsten Videos verschiedene Dinge einfach mal ausprobieren werde. Ähnliches gilt für das hier. Das ist Black Mica Flake Small. Also es glitzert ein bisschen. Ich verspreche mir da allerdings noch ein bisschen mehr und werde auch das in einem der nächsten Videos einfach mal ausprobieren. Also ich hatte schon Ideen dazu. Manchmal ist es ja so, wenn man als Künstler anfängt, eine Idee zu entwickeln, dann da steht am Bild, dann entwickelt das Bild teilweise ein Eigenleben und man wundert sich manchmal, was dann so passiert. Ja, fluoreszierendes Blau. Irgendwie kennt man ja Gelb, Grün, Pink, diese ganzen Farben, aber Blau habe ich jetzt eher selten gesehen. Da können wir gleich nochmal ein bestimmtes Licht anmachen, um zu gucken. Auf den ersten Blick sieht das sehr normal aus. Wie ich erwartet habe, ist auch das hier versiegelt. Und ja, mal gucken, ob das gleich zu uns spricht, wenn ich eine UV-Lampe beispielsweise anmache. Und davon bin ich natürlich sehr angetan. Das ruft richtig schön Hallo, hier ich bin's. Und ja, die Farbe spricht mich einfach schon an und ich könnte mir auch gut vorstellen, jetzt mache ich das hier doch mal auf. Dass dieses sehr kalte, helle Rosa auch richtig gut mit diesem Pink oder mit diesem Reflex-Pink ja, harmonieren könnte. Also Kontraste finde ich immer gut. Wer meine Rakelbilder kennt, der weiß das. Und also ich kann nur sagen, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ähnliches gilt dann für das fluoreszierende Orange. Also das hat einen ähnlichen Effekt wie das Pink und ja, ich hätte mir gerne auch noch das Gelb bestellt, aber das war gerade nicht lieferbar. Also im Moment sind sehr viele Dinge nicht lieferbar und deswegen habe ich mich auch zum Glück für meinen Geldbeutel etwas bescheiden müssen und bin aber mit meiner Auswahl grundsätzlich doch sehr zufrieden. Nicht, dass ich das jetzt alles in einem Bild verwenden wollte, das jetzt nicht, aber ja, auf dieses Payne's Grey bin ich natürlich sehr gespannt. Vielleicht kann man das hier jetzt zusammen kombinieren. Oder vielleicht auch diese beiden Dinge. Ja, wie gesagt, das ist das Perlgrün. Und das hatte ich bisher noch nicht. Ich habe ja meistens mit dem Perlblau gearbeitet. Das sieht auch so aus, als wäre mit ihm schon sehr viel gearbeitet worden. Und hier kann man so ein bisschen sehen, wie es aussieht. Und da bin ich ganz gespannt. Mit dem Grün habe ich, wie gesagt, noch nicht gearbeitet. Ja, wenn ich schaffe, dann werde ich diese Farben alle mal ein bisschen ausprobieren. Und entweder gibt es das noch an diesem Video dran geschnitten oder es gibt ein neues Video. Das werde ich dann entscheiden.
Okay, ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit euren Experimenten, mit dem Malen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!